Guten Morgen zusammen. Es ist Mittwoch, es ist Renntag und heute schauen wir uns das Rennen vom Grandstand aus an. Ready, you're going to see the 650 of Jamie Coward heading off as he looks to act his Josie collection of possibly win his first T2. Jamie Coward. We're going to get any second now. Michael Dunlop heading down. Craig Crutchley, here he is. Coming out. Ladies and gentlemen, the Super Twin, the Venice Super Twin winner, Peter Hitman. Nachdem wir lang genug im Weg herumgestanden sind, geht's zum Abendessen. Es ist Freitag, der letzte Tag der TT-Rennwoche. Heute ist noch das Supersport-Rennen, dann ein Sidecar-Rennen und danach natürlich die Senior TT. Und dann geht's für uns schon wieder auf die Fähre und nach Hause. Ich habe schon gepackt, wie ihr sehen könnt. Wir werden jetzt die Motorräder beladen, dann schnappen wir uns eine Kleinigkeit zum Frühstück und dann suchen wir uns einen schönen Platz an der Strecke, von dem aus wir noch ein paar coole Fotos und Videos schießen können. Und jetzt geht's los. So. Genau den Ton lassen wir drauf. So, letzter Blick über den spektakulären, gar nicht so schlechten Zeltplatz mit den interessanten sanitären Einrichtungen. Und dann geht's auf. Spektakulärer Aufstieg. Und feststellen, dass wir das Lenkradschloss vergessen haben, wie jeden Morgen. So, Bremsscheibenschloss haben wir aber weg. So, und bei meiner tollen Idee mit dem Rucksack zu fahren, habe ich vergessen, dass meine Tasche genau da ist, wo der Rucksack hingehört. Aber es wird schon gehen. Fahre ich halt ein bisschen wie so ein Kawasaki-Fahrer nach vorne gelehnt. Es windet schon ordentlich. Gut, die Frage ist halt, wie es in den Bergen ist. Hier, glaube ich, ist es immer halbwegs überschaubar. So, jetzt lasse ich die Kamera nochmal hier durchlaufen, damit man wirklich sieht, wie hübsch Douglas eigentlich ist. Wahrscheinlich habe ich nachher keinen Akku mehr drin. Hier ist schon ganz schön windig. Da bin ich mal gespannt, ob die Rennen heute wie geplant stattfinden oder
Hast du mich gerade echt angefahren? Ich hoffe, wir kriegen da echt noch Plätze, aber wir sind ja eigentlich so früh dran. Ja, natürlich habe ich meinen Stuhl. Deswegen ist mein blöder Rucksack ja so groß und voll und passt nicht hinter meine Tasche und ich komme nicht um die Kurve. Mein Rucksack ist von der Tasche runtergerutscht. Jetzt sitze ich wieder zu dicht am Lenker. Was ein schöner Parkplatz. Nicht wegen des Parkplatzes. Die Aussicht. Und damit meine ich natürlich nicht die Küche, die wirklich sehr schön ist, sondern, wo ist mein Finger? Hier, die Rennstrecke. Und jetzt suchen wir uns gute Plätzchen. So, hier ist hektische Aufbruchsstimmung. Die Senior TT wurde gerade eben verschoben, nachdem vorhin das Sidecar Race in der zweiten Runde leider offenbar wegen eines Unfalls abgebrochen werden musste. Wir haben leider wirklich null Informationen. Das heißt einfach nur ein Incident. Wir gehen wohl davon aus, dass es ein schwerer Unfall ist. Dann wurde die Senior TT verschoben auf 16 Uhr eigentlich. Und jetzt 20 Minuten vor dem eigentlichen Start wurde sie gecancelt und voraussichtlich auf morgen verschoben. Da sind wir leider nicht mehr da, wir werden sie also nicht sehen. Wir fahren jetzt Richtung Hafen. Wir haben unsere Motorräder aber hier in der vorderen Reihe stehen. Also es gibt hier 4 Reihen Motorräder. Wir stehen vorne, deswegen müssen wir auch gucken, dass wir wegkommen, um den anderen Platz zu machen. Und ja, außerdem wissen die Leute von der Rennleitung wahrscheinlich ein bisschen besser über das Wetter Bescheid als meine Wetter-App, die irgendwas von 10% Regenwahrscheinlichkeit berichtet. Wenn die das Rennen verschieben wegen aufkommendem Regen, gehe ich mal davon aus, das wird ziemlich unangenehm, das Wetter demnächst. Deswegen schauen wir jetzt, dass wir so schnell wie möglich an den Hafen kommen. Ach, guck mal, da steht noch eine Indien. Mensch, zweite Indien auf der Insel, glaube ich. Ja, wir packen jetzt gerade und dann schauen wir mal Richtung Hafen. Vielleicht können wir uns da irgendwo unterstellen und sonst gehen wir nochmal in die Innenstadt nach Douglas. Irgendwo Kleinigkeit. Gegessen, getrunken haben wir jetzt eigentlich genug. Hier wurden wir echt sehr gut bewirtet, aber
irgendwie Zeit totschlagen noch, bis in 4 Stunden dann die Fähre kommt. Nicht geht, sondern in 4 Stunden überhaupt erstmal kommt, um uns mitzunehmen. Da stehen sie schon und warten auf die Fähre. Gut 1 Stunde vor Öffnung des Check-in. Aber wir hoffen alle, dass die Fähre früher kommt, damit wir früher zu unserem schönen Sitzplatz kommen. Ja, da musst du dich ducken. Also im Stehen fahren solltest du nicht. Kommst du da noch mit? Ja, oder? Wie? Nee. Also, wir sind von der Fähre runter. Wir haben wieder festen Boden unter den Füßen bzw. den Rädern. Und wir sind darum auch ganz schön froh. Denn das war eine ziemlich rollige Fährüberfahrt, würde ich mal sagen. Also ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal so nah dran war, seekrank zu werden. Ohne jetzt zu viel labern zu wollen, als nach, ich glaube 15 Minuten nach dem Ablegen kam die Nachricht, dass die Bar jetzt dann auch Alkohol verkaufen darf. Da haben etwa 2 Drittel der Passagiere schallend angefangen zu lachen. Das andere Drittel konnte nicht mehr lachen, weil die schon mit Kotzen beschäftigt waren. Wirklich 15 Minuten aus dem Hafen raus. Jetzt sind wir auf dem Weg ins Hotel, da sind wir hoffentlich in 10 Minuten. Und dann schlafen wir die Runde und dann geht es morgen weiter nach Hall, wo dann die Fähre nach Rotterdam wartet. Wir sind in Hall und direkt vor der Fähre und wir waren gerade im Hafenviertel, wie hieß es, Marina Court. Kann ich jedem wärmstens empfehlen, der ein bisschen früher dran ist für die Fähre und noch 1, 2, 3 Stündchen Luft hat. Wirklich schön, wirklich sehenswert, tolle Cafés, Bars, sehr nett gemacht. Und jetzt geht's an irgendein Dock, keine Ahnung welches, ich verlasse mich da auf die Beschilderung. Und dann hoffentlich bald auf die Fähre. Nur noch 100 Kabinen nach hinten.
100 Kilometern heißt es Tschüss Marc und Hallo Schwarzwald. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns auf der Straße oder 2024 bei der TT.